Die Kernbotschaft der geistigen Welt im Osterchanneling war: Folge deinem Herzen, sei authentisch, lebe dein wahres Selbst. Daraus ergibt sich natürlich die Frage: Wie merke ich denn, dass ich authentisch lebe? Wie erkenne ich denn, was mein wahres Selbst ist? In verschiedenen Videos auf meinem Kanal habe ich das Bild der Salzkristalllampe bemüht, um einfach zu verdeutlichen, worum es geht bei der Authentizität, bei dem wahren Selbst. In der Mitte der Salzkristalllampe ist die Lampe, die leuchtende Birne. Das ist im Grunde unser wahres Selbst, unser Wesenskern, unsere Essenz, unsere Seele, wenn du so willst. Und drumherum ist der Salzkristall. Und der baut sich im Laufe unseres Lebens auf durch den Prozess, den wir Erziehung nennen, ausgelöst durch Eltern, Lehrer, Nachbarn, wer auch immer ansonsten Einfluss auf uns hatte, ganz direkt, und auch durch die Gesellschaft als Ganzes, die Moral, das, was von uns erwartet wird und. Und wenn du dir so eine Salzkristalllampe anschaust, dann siehst du auch, da gibt es ganz helle, dünne Stellen. Das sind die, wo die Lampe in der Mitte leuchtet, wo meine Seele leuchtet, wo ich mich zum Ausdruck bringe. Und aus meiner langjährigen Trainings- und Coaching-Praxis heraus weiß ich, dass jeder Mensch diesen Salzkristall hat. Meine Meinung dazu ist, solange wir als Mensch inkarniert sind, bedarf es auch dieses Salzkristalls, um uns definieren zu können. Und wir wissen aber auch, dass dieser Salzkristall ganz dicke, fette Stellen hat, wo die Lampe in der Mitte nicht leuchten kann, wo wir mithin nicht authentisch leben, nicht unser wahres Selbst zum Ausdruck bringen. Lass uns einfach mal schauen, wie wir den dicken, fetten, dunklen Stellen zu Leibe rücken können. Jeder Mensch möchte gern zu einer Gruppe dazugehören und passt sich daher den Gepflogenheiten, den Erwartungen und an. Um authentisch das wahre Selbst leben zu können, bedarf es jedoch mehr oder weniger häufig auch der Abgrenzung, dass ich sage, okay, soweit komme ich der Gruppenmeinung entgegen, aber da geht es über mein authentisches Sein hinaus, da ziehe ich die Grenze. Das heißt also, die fetten Stellen im Salzkristall, wo ich nicht leuchte, bedeutet, dass ich da Ja sage im Interesse von wem auch immer oder was auch immer, obwohl mein Innerstes ganz laut ein Nein schreit. Das heißt also, wenn ich mein wahres Selbst leben möchte, werde ich Grenzen setzen müssen gegenüber dem, was nicht mir entspricht. Wir alle haben gelernt, uns häufig mehr anzupassen, als unser authentisches Selbst zu leben. Deswegen fällt es uns häufig so schwer, tatsächlich Nein zu sagen, wenn der Rest der Welt, drücke ich es mal so aus, ein Ja erwartet. Woran merke ich das dann? Ich merke es ganz deutlich an meinem Körper. Und da ist es eine gute Idee, wenn du einfach mal in dich gehst, in solchen Situationen, wo du dich im Zwiespalt fühlst. Was sagt denn mein Körper dazu? Wo merke ich Verspannungen? Im Rücken vielleicht, im Schulter-Nackenbereich? Oder fängt plötzlich mein Herz an zu bubbern? Oder wird es mir im Hals ganz eng?
weil ich das Ja einfach nicht über die Lippen bekomme, obwohl alle es erwarten, kriege ich Schweißausbrüche. Was ich damit sagen will, dein Körper zeigt dir glasklar, wo du dich selbst lebst und wo nicht. Ein weiterer guter Gradmesser dafür, wo du dich befindest, ist die Gefühls- und Bewusstseinsskala nach David Hawkins. Wenn du dich in dem unteren Bereich der eher negativen Gefühle häufig befindest, also Wut, Angst, Traurigkeit, Verzweiflung, dann sind das ganz klare Signale, dass du ganz häufig dich nicht selbst lebst. Erst wenn du dich in den mittleren bis höheren Ebenen bewegst und positive Gefühle ausstrahlst, weil sie aus dem Innen heraus kommen, erst dann bist du der Mensch, der leuchtend auf sein Umfeld wirkt. Und machen wir uns nichts vor, auch wenn mein Umfeld dies oder jenes von mir erwartet, jeder merkt, wenn du nur mit Zähne zusammenbeißen und inneren Widerständen einem Weg folgst, der nicht dein Weg ist, wo du nicht authentisch bist. Wir mögen und lieben und folgen gern authentischen Menschen, die in ihrer Mitte sind. Damit kannst du den größtmöglichen Beitrag für dein nahes und weiteres Umfeld leisten. Unterstützung dabei gibt dir auch mein Büchlein, wie Selbstcoaching gelingt. Ich verlinke es hier unten drunter, gibt es als E-Book und auch als Taschenbuch. Und am Ende verlinke ich auch nochmal eine Meditationsanleitung, denn in dem Augenblick, wo du nicht so genau weißt, wer bin ich eigentlich im tiefsten Tiefen meiner Seele, dann hilft dir Meditieren, dem näher zu kommen. Ich wünsche dir nur das Beste, hoffe, es ist Inspiration für dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss.